Hallo Leute, da bin ich wieder. Herzlich willkommen auf unserem Kochschule OE-Kanal. Heute haben wir wieder was Leckeres aus Hatay. Ich habe euch ja gesagt, ich habe jetzt eine Bekannte aus Hatay, die hat mir so ein paar Rezepte rübergeschickt. Das werden wir jetzt gemeinsam zubereiten. Was es ist, bleibt eine Überraschung. Die Zutaten liegen schon hinter mir. Bis das Intro vorbei ist, könnt ihr euch ja überlegen, was ich heute machen werde. Wenn euch das natürlich interessiert, alles andere nach dem Intro. Bis gleich. Intro ist vorbei, dann kann es ja auch schon direkt losgehen. Unsere Zutaten, was wir brauchen, ist Hackfleisch. 1 Kilo habe ich hier. Dann brauchen wir Maidanuss, Petersilien. Dann habe ich hier 3 Knoblauchzehen, 2 Tomaten, eine rote Paprika und 2 grüne Paprika. Und die werden jetzt alle zu einer Masse zusammen gemixt. Wenn ihr dran bleibt, seht ihr, wie ich das alles mache. Bis gleich. So Leute, es geht los. Ich hatte vorhin noch vergessen, Zwiebeln zu erwähnen. Hier kommen noch 2 so Zwiebeln rein oder ein bisschen größere. Auf jeden Fall Zwiebeln müssen hier auch rein. Tomaten hatten wir ja erwähnt. Ich habe jetzt hier auch so einen Küchenroboter, sage ich mal. Hier wird alles zusammengemixt. Wir fangen an. Die sind natürlich schon gewaschen. Mit den Paprikas braucht ihr jetzt einfach nicht klein schneiden, nur so ein bisschen, dass sie da reinpassen. Den Rest übernimmt die Maschine. Wenn ihr könnt, wenn hier noch so Kerne drin sind, die auch hier so entkernen. So. Und die auch so kleine Stücke hier reinschmeißen. Und das gleiche machen wir mit den ganzen Sachen. Damit das Video nicht allzu lang wird, mache ich das schon alles, bereite ich alles vor. Und die kommen dann hier in so einer Schüssel rein. Und später mit dem Hackfleisch wird das alles vermischt. So, ihr könnt mal zusehen, ob das hier klappt hier. Die habe ich jetzt ja hier neu zugelegt, diese Maschine. Ich arbeite sehr ungern mit so Maschinen. So, und jetzt sollte das eigentlich gehen. Nicht ganz grob, aber auch nicht ganz fein. Mal gucken, ob es jetzt schon gut ist. Ja, so sieht schon gut aus. Noch eine Runde Karussell fahren. So. Das war's schon. Das ist ganz wichtig, rausnehmen. Und die nächste Ladung. Ja, so wird es gemacht. Wie gesagt, wenn ich alles hier zerschnibbelt habe, melde ich mich wieder. Auch mit den Knoblauchzehen, alles hier rein. Tomaten hier rein. Zwiebeln hier rein. Und natürlich Maidanuss. So Leute, es geht weiter. Wie ihr sehen könnt, habe ich hier schon alles soweit vorbereitet. Ne, jetzt kommt nur noch das Fleisch hier rein. Beim Fleisch müsst ihr aufpassen. Beziehungsweise beim Metzger, ihr seht, das ist richtig gerade frisch vom Metzger, mit viel Fett. Ihr seht ja diese weißen Stücke, ist mit viel Fett. Warum mit Fett? Weil wir hier gar kein Öl, nichts gebrauchen. Deswegen, damit das lecker aussieht, Fett ist ja ein Geschmacksüberträger, Verstärker und daher, ich habe jetzt hier Rindfleisch, ihr könnt natürlich auch Kusu nehmen. Ne, also Schafsfleisch, aber der ist dann natürlich auch teurer und ja, deswegen, das tut's auch. Ja, ist schon reichlich. Ihr könntet theoretisch dieses Fleisch auch für Lahmacun jetzt nehmen, aber wir machen jetzt ja Tepsi Kebab. Jetzt habe ich es erstmal euch verraten, wie es heißt. Wir brauchen jetzt erstmal Salz. So, hier ist Fingerspitzengefühl gefragt, sage ich mal. Ich versuche mal mit 2 Teelöffeln. Gleich kann ich ja probieren und dann weiß ich, ob es noch mehr Salz braucht oder nicht. Dann habe ich hier scharf. Aber ich habe noch ein mildes. Ich nehme mal einen Löffel scharf und einen Löffel mild, damit ein bisschen Farbe ins Spiel kommt, weil Salsa kommt diesmal nicht hier rein.
Aber Salsa werden wir trotzdem benutzen, aber dafür kommen wir gleich erst zu. Einen richtig voll gehäuften Löffel Pfeffer und Kimion, Kreuzkümmel gemahlen bei Fleischgerichten, ein Muss. Den nehmen wir auch so einen Teelöffel Kimion hinzu. So, das sind eigentlich unsere Zutaten. Ich gucke mal, ob ich hier noch milde Paprikaflocken habe. Habe ich irgendwo noch gehabt. Genau, ist nicht mehr viel übrig, aber ihr könnt es sehen. Ich tue den Rest hier auch noch mit rein. Der ist ein bisschen milder, damit da eben halt Farbe ins Spiel kommt. So, jetzt kommt das Eigentliche. Ihr müsst den so 5 Minuten, 10 Minuten richtig kneten. Ja? Von oben nach unten, von der Seite nach vorne. So richtig, dass die Gewürze und das Fleisch und die ganzen Tomaten, Petersilie und alles, was wir da reingetan haben, dass sich richtig schön vermischt. Ja? Also ruhig Zeit nehmen, nicht jetzt nur einfach aufhören und gut ist. So richtig, als ob man Köfte macht, richtig mal so richtig kneten. Ja. Dieses Essen habe ich auch noch nie gemacht. Wie gesagt, es ist aus Hatay. Und die Bekannte, die hat mir erzählt, wie es gemacht wird. Da bin ich mal gespannt. Vielleicht lade ich sie eines Tages mal ein. Dann kann sie mal probieren. Mal schauen. So, jetzt können wir mal ein bisschen probieren. Mal gucken. Salz habe ich mir schon gedacht. Ein bisschen zu wenig. Nehmen wir mal noch einen Teelöffel hinzu. Pfeffer könnte man noch ein bisschen nehmen. Und scharf habe ich auch noch nicht so gespürt. Wie gesagt, probieren nach eurem Gaumengeschmack. Manche mögen es ja scharf, manche nicht so scharf. Und ganz zum Schluss dann nochmal probieren. Und wenn es dann alles okay ist, dann ist es fertig. So, oh, das riecht auch richtig lecker. Hoffentlich wird es auch lecker. So, ich wasche mir eben die Finger, bereite hier alles vor für die nächste Session. Es geht weiter, Leute. Ich habe den Backofen schon mal auf 150, 160 eingestellt, weil das Ganze kommt gleich in den Backofen. Tepsi Kebab heißt es, weil es in einem Tepsi gemacht wird, sozusagen Blech Kebab oder wie man so sagt. Manche sagen auch Kalt Kebab. Ihr könntet theoretisch auch hier so ein Viereck, sagt schnell, Backpapier nehmen und das da drauf machen. Aber wir machen das Original, wie ich die Beschreibung bekommen habe. Salsa hatten wir ja gesagt, normalerweise kann man Salsa ja eigentlich auch da rein tun, aber der Geschmack oder beziehungsweise dass es lecker schmeckt, soll hier dran sein. Salsa brauchen wir gleich nochmal für die Soße. Überall diesen Salsa hier in dem Tepsi verteilen. Und wenn das Fleisch hier drauf kommt gleich und das Fleisch sein Fett löst, dann verbindet er sich natürlich hier mit diesem Salsa. Und da kommt dieses leckere Geschmack eben halt zustande. Auch ganz interessant. So, Hände lasse ich jetzt hier noch so ein bisschen, hier ist noch ein bisschen drauf. Will ich jetzt die Hände nicht waschen, dass wenigstens ein bisschen Salsa auch ins Fleisch kommt. Ja, so. Jetzt die Kunst, dieses Fleisch hier reinzubekommen, aber auf einer ganz anderen Art. Ich habe mal die Hände hier noch, tue ich mal den Rest hier auch noch mal hier rein. So, dann tun wir das einfach mal hier so rein. Ich sage ja, das sieht mir original aus, als ob ich jetzt Lahmacun machen werde. Das Fleisch könnt ihr, wie gesagt, für Lahmacun gebrauchen. Jetzt wird das alles hier so in diesem Backblech Tepsi unterdrücken
Ja, ihr müsst das so richtig drücken. Ein Finger breit hier verteilt. Aber richtig sorgfältig, dass nicht eine Seite dick, eine Seite dünn ist. Und ich habe Angst gehabt, weil ich habe so einen riesen Tepsi hier, dass das nicht passt, aber sieht gut aus. Auch den Rand und so richtig sorgfältig. Guck mal, da sehe ich schon, da ist ein bisschen mehr, hier ist ein bisschen weniger. So richtig verteilt, dass man ungefähr eine gleiche Linie hat. Ruhig auch andrücken. Kleben wird es nicht, weil das ja das Fleisch selber fett ist. Deswegen hatte ich ja am Anfang gesagt, achtet darauf beim Metzger, dass ihr fettiges. Nachher zieht sich das zwar ein bisschen zusammen, weil Fleisch zieht sich, wenn das Fett weg ist, zusammen. Aber es bleibt noch genug Essen übrig. Das sieht doch schon mal gut aus, Leute. Guck mal. Ne? Der wird gleich noch schön verfeinert. So, ich glaube, ich habe jetzt überall ungefähr so breit, fingerbreit ist es jetzt im Moment. Wie gesagt, der zieht sich nachher dann zusammen, wenn er im Backofen ist. So, das sieht wirklich gut aus. So, ich wasche mir die Finger, jetzt wird er noch garniert, zurechtgeschnitten und dann kommt sogar noch eine Soße hinzu. Eine Sekunde, ich wasche mir die Finger. Es geht weiter, Leute. Wie ihr sehen könnt, ich habe mir noch ein paar Paprika hinzugeholt, noch Tomaten hinzugeholt, weil das alles wird jetzt so ein bisschen garniert, damit das lecker aussieht. Aber vorher wird das erstmal so geschnitten, wie so eine Art Pizza. Ja, einfach mal so in die Mitte mal rausfinden und hier mal so schneiden. Dann hier auch noch mal, als ob ihr eine Pizza schneidet. So, wenn wir das dann gemacht haben, hier auch noch einmal. Das heißt, für jede Person kann so ein Stück essen. Wunderbar. So, ich bereite jetzt schon mal hier die Sachen vor und dann geht es weiter. Es geht direkt weiter. Wir fangen mal mit den Tomaten an. Einfach mal hier so in der Mitte. Die werden so, wie soll man sagen, mondförmig geschnitten. 1, 2, 3, wie viel brauchen wir? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wir können auch mehrere machen. Hier auch nochmal. Schön wäre es, wenn ihr so ein bisschen größere Tomaten habt. Dann ist das noch besser. So. Die werden wir jetzt schön verzehren, sage ich. Verzehren tun wir später. Aber hier mache ich jetzt ein Experiment. Das Auge ist ja mit, wie ihr wisst. Habe ich mal das große Stück. Wir tun jetzt mal hier so in der Mitte. Dass das hier die Mitte ist, ein bisschen reindrücken. Dann kommen diese, wie so eine Mulde, einfach mal hier so reindrücken. Die werden dann natürlich auch schön gegart im Backofen. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ich tue das mal ein bisschen hier vorne hin. Damit das auch schön aussieht. So. Den können wir hier noch rein tun. Ist noch ein bisschen was übrig. Den könnt ihr hier an den Seiten noch rein tun. So. Das ist jetzt euch überlassen, wie ihr das dekoriert. Natürlich die Tomaten, die wollen wir auch verwerten.
Boah, das riecht so lecker, Leute. Wenn ihr hier wärt, das ist richtig lecker geworden. Also riechen tut es schon mal gut. Ich bin echt selber mal gespannt, wie das dann nachher schmeckt. So, Tomaten haben wir jetzt durch. Die können wir gleich noch essen. Jetzt die Paprikas. Ich habe die ein bisschen größere, deswegen schneiden wir mal die hier so ein bisschen zurecht. Ne? Wie können wir die am besten? Moment, dann machen wir das so. Auch diese Seite einfach mal auch in das Fleisch so eindrücken. Jawohl. Hier machen wir das Gleiche. Ich tue mal so ein bisschen, ich weiß nicht, ob die Kamera das aufnimmt. Das machen wir gleich. Kopf ab. So, dann sind wir gleich fertig. So. Und bevor es in den Ofen kommt, haben wir jetzt, ich habe hier lauwarmes Wasser, ein Glas, dann habe ich hier nochmal Paprika, Salz und unser Salsa. Jetzt kommt nämlich die Soße, sonst wäre das ja zu trocken. Wir nehmen so einen ganzen Esslöffel Salsa und noch ein halbes, also 1,5 Esslöffel Salsa. Dann ein bisschen Salz, ein Teelöffel und ein Teelöffel nochmal Pfeffer. Das werden wir jetzt erstmal mit ein bisschen Wasser, weil das ja so dick ist, dieses Salsa. Und wenn ihr kaltes Wasser nimmt, dann ist es ein bisschen schwierig, den aufzulösen. Wenn ihr lauwarmes nimmt, dann eignet sich das natürlich gut. Guckt, der löst sich auch schon direkt hier mal richtig so schön verteilen. Wenn das Salsa sich so aufgelöst hat, dann könnt ihr den Rest von dem Wasser hier rein tun. Hier ist noch so ein bisschen. Ja, jetzt sieht es gut aus. Und jetzt könnt ihr dieses Wasser hier so verteilen. Über das ganze Fleisch so. Sonst wäre es zu trocken. Auch hier diese Zwischenräume, wo wir hier geschnitten haben. Auch ruhig über die Tomaten und so, über die Paprika. Das ist alles gar nicht so schlimm. Alles gut. So. Wenn ihr dann überall schön verteilt habt, ihr müsst nicht das Ganze reintun. So, wenn es schon überall eingedrungen ist, dann reicht es. So, jetzt aber ab in den Ofen. So Leute, ein kurzes Update. Der ist jetzt so halbe Stunde drin. Der braucht noch ein bisschen. Wie ihr sehen könnt, ganze Öl ist jetzt schon aufgetaut, sage ich mal, von dem Fleisch. Und es sieht richtig lecker aus. Wenn ich gleich raushole und serviere, dann werdet ihr noch besser erkennen, wie es aussieht. Das ist jetzt ein Update. So Leute, so sieht das fertige Essen aus. Ja, wie ich gesagt habe, vermutet hatte, hat es sich natürlich zusammengezogen, aber sieht lecker aus. Jetzt werden wir das portionieren und sehen uns gleich am Tisch wieder. So Leute, herzlich willkommen am Tisch. Es gibt Ayran, es gibt nochmal zusätzlich Paprika und es gibt Pide. Normalerweise esse ich ja kein Brot, aber
Dieses schöne, saftige Fleisch, das kann man hiermit sehr schön essen. Jetzt ist es euch überlassen, wie ihr das gerne isst. Ihr könntet es theoretisch hier rein tun und essen. Ihr könntet es theoretisch so ganz vornehmen. Ihr so essen, ist euch überlassen. Aber ich probiere das jetzt mal. Kleber. Ein richtig leckerer Kleber. Wieder habe ich extra deswegen geholt. Ihr habt ja gesehen, ich habe ja nun so eine Soße gemacht und das Fett von dem Fleisch hat sich ja auch gelöst. Das könnt ihr dann hier so. Also wirklich ein gelungenes, leckeres Essen aus Hatay. Dankeschön an die Person, die mir das Rezept gegeben hat. Ayran noch dazu. Ich hoffe, das hat euch wieder Spaß gemacht, dabei zu sein, wenn wir ein neues Gericht kochen. Und hoffe natürlich, dass ihr das auch irgendwann mal selber kocht und mir in den Kommentaren es mitteilt. Ansonsten sehen wir uns nächsten Mittwoch. Bestimmt wieder ein Tipp fürs Abnehmen. Und nächsten Sonntag dann wieder ein neues Gericht. Mal gucken, ich lasse mir da wieder was einfallen. In diesem Sinne, bleibt weiterhin gesund. Bis in einem anderen Video hier auf Kochschule. Oi! Ciao Leute!